Mahlzeit und herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin. Teil 3 der Baudoku zum neuen und weltweit ersten Multi-Launch Watercoaster von Mack Rides im Freizeitpark Plon. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt durch Mack Rides. Mack Rides ist ein deutscher Hersteller für vor allem Achterbahnen made in Germany. Der Familienbetrieb hat in 240 Jahren Unternehmensgeschichte aber weitaus mehr geschaffen. Von Wohnwagen über Karussells bis hin zur Wasserbahn war fast alles dabei. Und nun entsteht hier eine neue und moderne Attraktion für 2026 in Deutschland. Kommt mit uns zu einem Rundgang um die Baustelle zusammen mit Jan Völkel, Teil der Geschäftsführung vom Freizeitpark Plon. So, Jan, jetzt sind wir kurz, nachdem wir das letzte Mal hier waren, schon wieder hier und es sind viel mehr Schienen eingebaut worden. Aber ganz kurz abgeholt, was ist jetzt passiert von vor einer Woche Saisonschluss bis jetzt? Ja, als allererstes haben wir natürlich erstmal die kompletten Bauzäune entfernt, weil durch die Gäste besteht ja jetzt keine Gefahr mehr. Damit hat man viel mehr Bewegungsspielraum. Man kann auch die öffentlichen Straßen, also wo Gäste normal langlaufen, nutzen als Kranstellplatz. Sieht man gleich jetzt hier direkt vor uns. Und ja, die Baufreiheit und dass wir natürlich dann von, ich sag mal, den ganzen Tag nutzen können. Schiene zu montieren geht natürlich einiges mehr vorwärts, wie wenn man den regulären Parkbetrieb noch hat. Ja, ich glaube, Kran ist ein ganz gutes Stichwort. Das ist ein bisschen aufwendiger hier, weil ihr habt zwar Mobilkran, aber ihr könnt ihn nicht einfach überall so leicht hinstellen. Ja, es ist relativ schwierig tatsächlich vom Gelände her, weil wir haben nur diese schmalen Wege, wie man hier jetzt schon sehen kann. Es gibt gelegentlich kleine Ausbuchtungen, wo der Kran gerade so, wie man es hier sieht, hinpasst. Und es macht es halt nicht einfach, weil wir ja an jede Stelle der Bahn kommen müssen, die wir mit dem Kran erreichen müssen. Ja. Ja. Und da gibt es wirklich leider nur einige oder wenige Stellplätze tatsächlich. Vor allem könnt ihr ja auch nicht einfach mal vor- oder zurückrücken, sondern der Kran muss ja auch umgebaut werden. Genau, das ist ja ein größerer Aufwand, so einen Kran umzubauen. Ja, ist ein Mobilkran, ne? Das denkt man, okay, den fährt man einfach an eine andere Stelle, aber nein, da müssen die ganzen Gewichte hier hinten am Kran, die hier so grün sind, die müssen abballastiert werden, die werden auf dem LKW geladen, dann fährt der LKW weg, dann muss der Kran, die Stützen eingefahren werden an die nächste Position und dann das Ballast natürlich wieder draufgebracht werden. Das kann schon gut in einen halben bis einen Dreivierteltag dauern, ehe der Kran umgebaut ist. Jetzt stehen wir vor einer der Schienen für euren neuen Multi-Launch Watercoaster. Genau. Sieht ein bisschen anders aus als andere Achterbahnschienen. Kannst du uns ein bisschen abholen, was daran besonders ist, oder ist das so? Ja, das Schienenprofil ist halt ein komplett anderes. Das klassische, ich sag mal, ja, Schienenprofil ist eine Dreigurtschiene, ne? Wie man sieht hier die 3 Rohre. Ist eine Dreigurtschiene. Wie es bei Dynamite hat? Genau, zum Beispiel Dynamite. Was speziell ist bei dem Watercoaster ist, dass wir noch diese Anbauteile haben, wo quasi die Uplifträder und Seitenräder hier geführt werden und nicht wie klassisch an der Dreigurtschiene hier von unten und der Seite. Genau. Ist auch der Bootsform, sage ich mal, geschuldet. Damit das Boot ja auch ins Wasser eintauchen kann, beziehungsweise aus dem Wasser wieder auf die Schiene werden kann, weil das Boot zwischenzeitlich ja frei schwimmt, was wir ja in der Animation im letzten Teil der Baudoku gesehen haben. Um die Schiene mit dem Kran hier reinzubekommen, was macht ihr? Was sind so die Schritte, die gemacht werden müssen? Weil ihr habt vielleicht auch direkt noch 2 Arten von Schienen, welche die hier vormontiert werden und welche die direkt eingesetzt werden.
Genau. Also das hängt damit zusammen, wir haben 2 verschiedene Schienentypen. Einmal die Dreigurt, die wir eben schon besprochen haben. Das ist zum Beispiel, wie man hier im Hintergrund sieht, alles Dreigurtschiene der Bereich. Da sind die Stützenabstände auch deutlich größer. Heißt, wir montieren vorher 2 Schienenteile zusammen. Die werden dann richtig angehangen. Das ist eine tricky Sache, weil das muss wirklich ziemlich genau passen, dass wenn man die Schiene dann hochhebt und an dem Bahn montiert, damit sie wirklich saugend passt, weil oben hat man dann sehr wenig Spielraum. Und dann haben wir noch die Zweigurtschiene, die sind meistens länger und größer. Und man sieht auch vielleicht hier im Hintergrund, dass die Stützenabstände deutlich geringer sind. Und dann müssen wir nicht vormontieren, da kann quasi jedes Schienenteil einzeln montiert werden. Weil die Schiene halt länger ist. Genau, die Schiene ist länger und die Stützenabstände kürzer. Ja. Man sieht es ja auch, hier ein paar Schlupfe drin, vielleicht um euch ein bisschen abzuholen. Was Schlupf? Das ist einfach ein Ring, Ja, ein Seilring. genau. Und davon hängt ihr dann 4 rein, aber so in der Länge, dass die Schiene den Winkel hat, wenn sie angehoben ist, dass sie an die Stelle passt, wo sie hin soll. Genau, wir bringen noch zwischendrin, also zwischen der Schlupp und dem Kran sozusagen, bringen wir dann noch Kettenzüge an. Mit denen kann man dann noch ein bisschen spielen und die Abstände variieren und die perfekte Neigung quasi anpassen. Und dann vielleicht euch noch abzuholen, jetzt hat nicht irgendjemand seinen Spanngurt hier vergessen. Das ist dann so eine Führleine. Genau. Das ist jetzt mal, wenn der Kran die Schiene hochhebt, die bewegt sich jetzt ziemlich frei. Ihr baut die Bahn selber auf. Mhm. In der Größenordnung so noch nicht gemacht. Wie ist das Ja. für das Team? Hast du schon Feedback bekommen? Weil ihr habt ja schon einiges hier hingestellt in relativ kurzer Zeit, vor allem für ein ungeübtes Team. Ja, am Anfang geht's natürlich etwas schwieriger, das Ganze. Da muss man erstmal reinwachsen in die Sache. Aber mittlerweile haben's die Jungs echt gut weg. Und die hast du ja vor uns selbst gesehen. Die Schiene hat perfekt gepasst beim ersten Anschluppen. Auch nicht selbstverständlich. Und den Jungs macht's auch Spaß. Auch wenn manchmal das Wetter nicht so toll ist, dann macht's natürlich nicht so viel Spaß. Ne? Aber grundsätzlich haben die Jungs da schon Bock drauf. Und ja, das macht denen echt Spaß. Ich habe gemerkt, das ist alles nass. Und die wühlen hier den ganzen Tag im Kalten und Nassen. Ja. Aber die haben Bock und geben Gas. Also Ja, auch wenn es manchmal an solchen nassen Tagen nicht so schön ist. Aber grundsätzlich, wenn das Wetter passt, ist es eine Top-Arbeit. Ja. ja, vor allem, wenn du dann eine Schiene drin hast, dann ist ja auf einmal ganz viel passiert. Ja. Also es dauert natürlich, aber es ist dann so boom. Genau, richtig. Also vom so her gesehen, wie du sagst, am Anfang des Jahres, wenn man mit die Fundamente anfängt und so weiter, das ist alles so zäh, da sieht man noch nicht so viel. Aber die Schienenmontage, das ist schon wirklich, boah, jetzt passiert was, jetzt kann man es wirklich greifen. Na, jeden Tag wächst die Strecke und das in live zu sehen, ist natürlich nochmal was ganz anderes wie vorher eine Animation oder auf einem Foto. Ja, das ist schon sehr toll. Wir haben uns beim letzten Mal das Modell schon angeguckt, was du in liebevoller Handarbeit gebastelt hast. Ja. Es steht auch schon was da vorne. Wollen wir ein bisschen gucken, was noch in der Betonecke gerade los ist? Können wir gern schauen. Wir fangen an, wir machen eine kleine Runde um See. Ist das See 1? Weil ihr habt ja 2 Teile, oder habt ihr nicht gesagt 1 und 2 ist nur 2 geteilt? Nein, es ist tatsächlich C1 und C2, dann genau. sind wir nämlich jetzt, See 2 sind Achterbahnschienen schon drin, C2 sind Achterbahnschienen drin, See 1 ist aber schon ein Boot. Ja, genau. Was ist das für ein Boot? Ja, bei uns wird halt alles oder nichts weggeschmissen, sage ich mal so. Bei uns wird alles noch mal verwendet. Das ist tatsächlich ein altes Fahrgeschäft, was früher bei uns im Park stand. Das war die Drachenschaukel. Ist so ein klassischer Scheibenwischer, sagt man, glaube ich. Ja, Ne? stand die nicht irgendwo hier? Die stand hier vorne, genau, richtig. Ja, okay. Und die diente dann schon beim Fluch des Teutates als Dekoration. Hat aber da nicht mehr so genau hingepasst. Und dann haben wir gesagt, okay, die verwenden wir gleich hier und benutzen sie quasi als Deko, schon mal als erstes Dekostück für die neue Anlage. Jetzt schon ist es geil. Ja, wir mussten die Chance nutzen. Der Kran stand einmal hier, wir haben vorhin das Thema gehabt, schwierig mit die Kranplätze, mit dem Umbau. Und es hat sich jetzt zufällig ergeben, dass wir den genau dann schon mal genutzt haben, dass der Kran da stand sozusagen. Das Ja. finde ich gut. Ja, wird noch aufgearbeitet, das Schiff, aber wir haben die Chance genutzt. Ja, hier sieht man schon, ne, das wird der Final Splash dann sozusagen. Man sieht hier unten schon, wie die Bewehrung, der Stahl noch rausschaut, wo dann die schwimmende Bootsphase beginnt, sage ich mal, wo dann die Kurve einmal zurück in die Station fährt.
Man kann ja sogar die Kurve schon erkennen. Genau, das ist schon die Tiefergründung sozusagen, wo dann das ursprüngliche Fundament noch draufkommt, genau der Betonkanal. Da müsst ihr irgendwas, es war ja mal ein See, aber müsst ihr irgendwas am Grund ändern, damit ihr den Wasserstand so habt, wie ihr den für die Bahn braucht? Ja, wir befestigen zum einen den Grund, also wird komplett ausbetoniert. Okay. Aber unten drunter bauen wir wieder eine Lehmschicht ein, die quasi in dem Naturteich schon war. Die mussten wir erstmal rausnehmen, damit die Bagger die Fahrzeuge fahren können, damit es nicht zu schlammig, zu matschig wird, haben wir das rausgenommen. Dann wird die Tonschicht quasi wieder eingebracht für die Dichtheit und dann noch überbetoniert. Okay. Das ist dann wie so eine Art, ich sag mal, Sauberkeitsschicht, dass man den See dann gescheit reinigen kann. Ja. Der Wasserstand reguliert, ist das geplant? Ja, der Wasserstand wird reguliert und wird auch überwacht, weil das Wasser ja als Bremse für das Boot dient. Also wenn der Wasserstand zu niedrig sinkt oder zu hoch ist, schaltet die Anlage, ich sag mal, ab oder geht gar nicht in Betrieb. Okay, schon wild aus von hier auch. Ja. Und viel Beton. Und es wird ja noch mehr Beton, so viel Bewährung wie hier noch nicht einbetoniert liegt. Genau, ja. Wahnsinn. Und dann gibt es hier also wieder eine Stationsgebäude. Das hatten wir im letzten Teil auch schon mal angeteased, glaube ich. Genau. Ja, hier entstehen noch 2 Technikräume für die allgemeine Stromversorgung und so weiter. Ja, die sind schon fertig, ist die Betondecke auch schon gegossen, die Tage. Ihr braucht schon Power, um das Ganze zu befeuern hier. Ja, also wir brauchen insgesamt in der Spitze 1 Megawatt an Strom. Okay. Und das ist schon eine Hausnummer. Ja. Ja, hier sehen wir gerade, sind die Arbeiten im Wartungsbereich. Hier wird quasi das Transfergleis stehen. Und dieser Bereich, der jetzt hier so eingezäunt ist, nenne ich es jetzt mal, das ist dann der Wartungsbahnhof. Ah, okay. Wie viel, also erzählt ihr schon, oder wisst ihr schon, also ihr wisst es schon, aber erzählt ihr schon, wie viele Boote ihr haben werdet? Wir werden dann 4 Boote auf der Anlage haben. Und die passen alle dann in diesen Bereich oder wie? Also maximal 2 jetzt direkt rein. Man könnte noch mehr, wenn man es dann aus der Schiene rausnimmt, zur Seite stellen. Aber ja, also Ziel ist es eigentlich immer 2 Boote auf der Anlage zu haben. Mhm. Ja, um auch das High-Five-Element nutzen zu können. Das hat man schon in den Animationen gesehen. Habe ich sehr viel Bock drauf. So, jetzt wird es ein bisschen abenteuerlich über die Baustelle. Der Bro geht über die Planke. Ganz genau. Also hier sind wir jetzt schon quasi am Ende der Station. Hier später werden dann die pneumatischen Tore sein, die, wenn die Bahn dann startet, aufgehen und wo man hinaus katapultiert wird sozusagen. Und dann geht es über das Gebäude, wo wir gleich noch drüber sprechen? Genau. Geht es über das Gebäude in das High-Five-Element als erstes Element sozusagen, genau. Ja, hier ist der Pre-Show-Bereich. Hier haben wir noch eine kleine Pre-Show gedacht. Da will ich aber jetzt noch nicht so viel drüber verraten, soll auch noch ein bisschen was geheim bleiben. Genau. Der Zugang der Station, der wird hier rechts sein. Da geht es mit der Treppe hoch ins Gebälk. Einmal über die Bahn, drüben mit Treppe wieder runter und direkt zur Load-Position, die wir jetzt da hinten, wo das Gerüst steht, ungefähr haben. Ja, wie man hier gut sehen kann, hier werden auch überall noch die Betonsäulen quasi betoniert gerade oder bewehrt gerade. Die werden dann noch eingeschaltet und gegossen. Das ist für die Dachkonstruktion dann ja das Tragwerk. Ordentlich viel und massiv wirkt es jetzt erstmal. Ja, viel Beton auf jeden Fall. Wir haben insgesamt jetzt in der Anlage, stehen wir bei ca. 4000 Kubikmeter Beton, die wir verbaut haben. Und das ist schon eine Hausnummer. Ja. Und das ist ja theoretisch ja kein normaler Beton, sondern wasserundurchlässiger, oder? Teilweise. Also der ganze Unterbeton, der quasi nur die Tragfähigkeit bildet, bis auf Felsen oder den festen Untergrund, das ist unbewehrter, ich sag mal minderwertigerer Beton. Aber alles, was dann drüber ist, ist dann WU-Beton, also wasserundurchlässig. Da ist dann deutlich mehr Stahl eingelegt, dass er halt diese Wasserundurchlässigkeit erzeugt. Und da haben wir jede Menge davon, ja. Und es kommt noch mehr. Es kommt noch mehr, kein Ende in Sicht. Oder doch, das Ende ist langsam zum Glück in Sicht. Und jetzt habt ihr hier noch mehr Beton und habt noch ein bisschen Gebäude geschaffen. Ganz genau. Das ist unser Technikgebäude, wo dann später die Travo-Stationen drin stehen werden, quasi die Stromversorgung für die
Limmantriebe. Und Also die, das da vorne ist das Allgemeine und das ist nur für die Limmantriebe? genau, richtig. Ja, also die allgemeine Stromeinspeisung, nenne ich es jetzt mal, die Travo-Station, die diesen, wie heißt es, Starkstrom, ja, die den in den ummünzt, oder wie sagt man, umwandelt, genau. Da irgendwie so Genau, also von diesen, ich glaube 12 kV sagt man, das ist irgendwie Starkstrom, diese Freileitungen, Ja. ne, die gibt's ja auch als Erdleitung und die sind hier eingebracht und werden dann umgespannt oder wie man auch immer das auch nennt und dann zum Also in dem normalen Häuschen Strom. kommt der Strom angeliefert und das Häuschen macht den zum Strom aus der Steckdose. Sozusagen, ja, kann man so zusammenfassen. Ja. Also ganz so tief stehe ich in dem Stoff, weil Elektrik auch nicht drin, deswegen. Ich hoffe wirklich schon nicht so gut, wie ich das gerade erklärt habe. Ja, Jeder Elektriker der sagt, nein. ja, nein, zum einen wird das hier untergebracht und zum zweiten die ganzen Schaltschränke für den Limmantrieb sozusagen. Das wären auch eine ganze Menge. Also wenn man die Länge des Gebäudes sieht, da wird mal komplett zweiseitig vollstehen mit Schaltschränken. Ja. Da bin ich auch gespannt, wenn wir dann da reingucken. Also es sind weiße Schränke, aber Ja. also wie übertrieben das inzwischen ist. Ja. Aber es ist irgendwie trotzdem hier auch smart gelöst, das Gebäude, was man braucht, dass da drüber dieses High-Five-Element ist. Genau, Das also es finde hat mehrere Gründe auch tatsächlich, dass das Gebäude an dieser Stelle ist. Zum einen ist es der Abstand zwischen die zwei Lounges. Na, man hat eine gewisse Leitungslänge, die man maximal haben darf, deswegen liegen wir relativ zentral zwischen die zwei. Und hat natürlich den Charme noch, dass wir das High-Five-Element drüber haben und wir das dann mit Dekofels vergleichen können. Also so war es eigentlich die perfekte Lösung vom Das ist ja auch Standort. der Grund, warum bei ganz, ganz vielen Multi-Launch-Coastern die Lounges immer relativ nah beieinander sind auf irgendeine Art und Weise, Ja. weil es einfach einfacher ist. Ja. Die Kabellänge ist da tatsächlich entscheidend. Ja. Wird schon gebohrt, wird gerade die Isolation angebracht. Das ist auch so ein Schritt, der ist für mich voll weit weg noch in dem Status, wie das jetzt alles ist, aber man macht es ja auch so, aber das ist echt krass gerade. Ja. Also auch, dass die Dämmwolle jetzt da drin schon ist so, ist zu früh. Ja, schon. Aber es muss jetzt passieren. Die Isolation muss angebracht werden. Alleine wegen dem Schwitzwasser der ganzen Elektrik. Das verträgt sich nicht so gut. Ja, und die muss als allererstes ran, weil dann kommen diese Fehlböden rein. Die müssen auch noch eingebracht werden, wo dann wiederum die Kabel eingebracht werden. Also man muss schon vorausarbeiten sozusagen. Ja. Also die Kabel, die quasi zu dem Lim laufen, gehen ja von unten dann in die Schaltschränke Von unten in die rein. Schaltschränke, deswegen dieser Fehlboden, genau. Ja, dass wir das einmal erklärt haben. Ja. Wir sind ja jetzt kurz vom Winter, sage ich mal. Wir sind jetzt Mitte November oder Anfang, ich weiß nicht. Was ist so der grobe Plan jetzt für die nächsten Wochen außer Schienen montieren? Ja, Was also, müsst ihr bis wann schaffen? Ist Frost ein Thema? ja, also unser Ziel ist eigentlich, dass wir den Stahlbau bis Weihnachten fertig haben. Das ist so unser grobes Ziel. Steht und fällt natürlich auch mit dem Wetter, klar. Ne, wenn wir doch einen Wintereinbruch haben, tut sich das alles ja, ein bisschen nicht so leicht von der Hand. Ja, da müssen wir einfach schauen, wie das Wetter ist. Aber das ist so der grobe Fahrplan, den Stahlbau stehen zu haben bis Weihnachten. Und dass wir anfangen mit dem Stationsgebäude, mit dem, dass der Zimmermann anfangen kann, die Dachkonstruktion zu bauen und so weiter. Ja, das ist eigentlich das Ziel. Es ist ja jetzt nicht nur Schienen in den Kran einhängen, hinfahren, wo sie hin müssen und eine Schraube dran machen. Was passiert noch, nachdem alle Schienen eingebaut sind, wie sie jetzt gerade eingebaut werden? Also ich sag mal, das Wichtigste, was da noch passiert, ist, dass die Stützenfüße vergossen werden. Na, man hat unten quasi im Fundament wie eine Aussparung, wo dann quasi von der Stütze wie so ein kleiner Metallträger reinführt und der muss mit Beton noch vergossen werden. Das ist die Schubknacke. Hast du, glaube ich, auch schon mal in einem deiner Videos super erklärt. Genau, also das ist noch ein wichtiger Punkt und da wäre natürlich ideal, wenn man da auch frostfrei ist, weil wenn der Winter dann zuschlägt und man muss das alles, ich sag mal, einhausen und beheizen, ist halt alles ein zusätzlicher Arbeitsschritt, was das Ganze wieder in die Länge hinauszögert. Ja. Ihr macht ja jetzt die Schrauben schon mal rein. Die Stützen sind ja noch nicht fest, weil die werden ja auch danach erst festgeschraubt. Aber da muss ja noch ein Schritt passieren, müssen alles abknacken. Genau. Das ist, wenn die Bahn jetzt dann, ich sag mal, in großen Teilen steht, wird die Schraube oder jede einzelne Schraube abgeknackt, wie du sagst, mit einem gewissen Drehmoment angezogen. Und das macht man immer von oben nach unten. Also man knackt zuerst die Schiene ab, Schiene-Schiene-Verbindung, dann Schiene-Stützenverbindung und am Ende dann unten quasi auf dem Fundament. Und dann kann das Ganze vergossen werden. Ja, das ist ja noch ein bisschen was. Noch viel Arbeit. Ja.
grober Fahrplan zur Eröffnung? Habt ihr schon eine Idee, die ihr kommuniziert, oder lasst ihr erstmal alles auf euch zukommen, wie ihr vorankommt? Ja, wünschenswert wäre es natürlich, wenn wir pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum zum Saisonstart fertig werden. Aber da sind noch so viele Unvorhersehbarkeiten wie das Wetter. Da müssen wir einfach den Winter abwarten, bevor wir dann konkrete Aussage treffen können. Ja, sehr schön. Danke erstmal. Gerne. Um euch also noch einmal abzuholen. Die Achterbahnschienen werden fertig grundiert und lackiert im Freizeitpark Plon angeliefert. Sie kommen von Mack Rides aus Waldkirch in Deutschland. Nach ihrer Ankunft werden die Schienen abgeladen und zunächst auf dem Betriebs- bzw. Werkstatthof des Freizeitparks zwischengelagert. Dort warten sie geduldig auf ihren Einsatz, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Dasselbe gilt natürlich auch für die Stützen. Wie die Schienen bei Mack Rides selbst gefertigt wurden, zeigen wir euch in einem weiteren Teil dieser Baudoku-Serie. Darauf müsst ihr allerdings noch ein wenig warten, denn wir haben vor Ort bereits die Fertigung der Boote gefilmt, die jedoch designtechnisch noch nicht veröffentlicht wurden. Deshalb halten wir dieses Material noch zurück. Nach und nach werden die benötigten Schienen dann zur Baustelle transportiert und dort positioniert. Beim Watercoaster von Mack Rides gibt es außerdem kleine Distanzscheiben, die vor der Montage angebracht werden müssen. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass alle Schienen für die Station sowie den Liftbereich bereits vollständig mit Technik und Sensorik vormontiert angeliefert werden. Das bedeutet, alle empfindlichen Bauteile wurden sauber in der Halle bei Mack Rides installiert und müssen nicht erst auf der staubigen, sandigen Baustelle montiert werden. Wie bereits erwähnt, werden anschließend die 3 Gurtrohre miteinander verheiratet, also zu einer großen Schiene verbunden. Die Schienenstöße werden dabei mit einem vordefinierten Drehmoment angezogen und anschließend mit einem spröden Prüflack markiert. So kann man jederzeit bei einer Sichtkontrolle erkennen, ob die Schrauben noch fest sitzen oder sich etwas gelöst hat. Das Team vom Freizeitpark Plon bringt die Schlupfe und Kettenzüge an und ermittelt die notwendigen Winkel, um die Schienen millimetergenau miteinander zu verschrauben. Sobald das erledigt ist, wird der Stützenkorbwinkel bestimmt, die Stütze ausgerichtet und die Schiene mit dem Kran an ihre Position gehoben. Die Präzision beim Freizeitpark Plon ist so hoch, dass das Verbinden der Schienen in der Luft oft schneller geht, als man überhaupt zuschauen kann. Auch die Stützen werden noch einmal fein justiert, damit sie exakt an der vorgesehenen Stelle stehen. Und dann kann schon das nächste Schienensegment montiert werden. Das Besondere bei einem Watercoaster im Vergleich zu einer klassischen Achterbahn ist, dass es keinen geschlossenen Schienenkreis gibt. Dadurch entstehen weniger Spannungen in der Strecke und es kann von mehreren Seiten gleichzeitig gearbeitet werden. Es entfällt also auch das lästige Auseinanderziehen der Strecke, um das letzte Segment einzufügen. Neben der spektakulären Schienenmontage passieren aber auch andere Dinge auf der Baustelle. Während am Stationsgebäude weiterhin Betonarbeiten stattfinden, entsteht rund um die Anlage eine Mauer, auf der später ein Zaun montiert wird. Dieser sorgt für den notwendigen Sicherheitsabstand zwischen Gästen und Fahrattraktionen. Die Mauer wird in mühevoller Handarbeit Stück für Stück gesetzt, inklusive individuellem Muster, und ist nur der Anfang einer aufregenden, aufwendigen Thematisierung, die den neuen Multi-Launch Watercoaster im Freizeitpark Plon prägen wird. Was sonst noch passiert, welche Elemente euch erwarten und welche Überraschungen der neue Mack Rides Multi-Launch Watercoaster bereithält, all das und vieles mehr zeigen wir euch in einem der nächsten Teile unserer kleinen Baudoku-Serie.